Hallo, ich grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Ich will heute mit euch ein sehr interessantes Rezept teilen, und zwar vegane Zwiebelchips. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Also, dazu brauchen wir 2 Zwiebeln. Das sind jetzt ca. 200 Gramm in geschältem Zustand. Dann brauchen wir 100 Milliliter Öl ungefähr, 1 Teelöffel Backpulver, 1,5 Teelöffel Salz und 300 Gramm Mehl, ungefähr, circa. Man muss schauen, dann, wie viel ich dann brauche. So, fangen wir an. Also, ich werde jetzt die Zwiebel vierteln und sie erstmal pürieren. So, damit es den Zwiebel jetzt etwas leichter ist zu pürieren, werde ich direkt jetzt Salz dazu tun. So. Und das Öl. Und nochmal durchpürieren. So, ich habe jetzt so eine Masse hier rausbekommen. Ich habe jetzt so ungefähr 2-3 Minuten es richtig schön durchgeschlagen. So, jetzt tue ich dazu noch 1 Teelöffel Backpulver. Direkt. Und Mehl. Also Mehl werde ich erstmal langsam dazu tun und schauen, wie viel ich jetzt brauche. Das muss schon, der Teig muss schon so weich sein. Also ich finde den Rezept ganz interessant, weil es ist ganz einfach, man braucht nicht viel und es ist viel gesünder als die normalen Chips. So, der Teig ist jetzt fertig. Ungefähr so muss er sein. So ganz weich. Tut auch gar nicht kleben. Ich habe jetzt bei mir ist ein bisschen übrig geblieben. Also ungefähr 290 Gramm, denke ich mal. Also es hängt davon ab, wie viel man Öl nimmt. Manchmal nimmt man ein bisschen mehr oder wie groß die Zwiebeln sind. Orientiert euch selber daran. Also der Teig muss so sein. So, der ist jetzt schon noch fertig. Wir werden auch direkt damit anfangen, die Chips zu machen. Ich teile sie jetzt in 2 Hälften. Lass es erstmal liegen. Hol mein Nudelholz. Also ich werde das jetzt ausrollen, so dünn wie möglich. Wenn man es ein bisschen nicht so dünn will, kann man das auch ein bisschen dicker. Es ist jetzt nicht so schlimm. Jeder macht so, wie er will. Den Ofen habe ich jetzt schon angeschaltet auf 180 Grad. Er kann schon mal warm werden. So, das war's. Jetzt schneide ich sie. Also ich werde sie jetzt einfach so schneiden. Wie groß sie sein sollen, müsst ihr selber entscheiden. Ist jetzt jedem frei zu entscheiden. So. Die gehen direkt aufs Backblech. Und so weiter. Also ich werde jetzt ein bisschen so mit dem Gabel da reinstechen. Es muss aber nicht sein. Also man kann auch zum Beispiel in den Teig, wenn man will, schwarzer Pfeffer dazu tun oder trockener Knoblauch.
geht auch. Also ich mache, als ich den Rezept jetzt, ich habe den Rezept von meiner guten Freundin, habe es auch probiert und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und jetzt mache ich sehr, sehr oft für meine Kinder. So. Obendrauf tue ich noch ein bisschen Salz. Das muss aber auch nicht sein. Also das Ganze kommt jetzt in den Ofen bei 180 Grad, Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten. Mittlere Schiene. So, ich hole jetzt meine Chips raus. Also ich habe sie ungefähr 18 Minuten im Ofen gehabt. Jetzt lasse sie erstmal abkühlen. Und dann kommt erstmal die zweite Ladung rein. Also meine Zwiebelchips sind jetzt fertig. Ich zeige jetzt eine. So sehen sie aus von innen. Sind jetzt ganz knusprig. Man kann sie auch direkt essen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.